Erzengel Anael, orangefarbener Strahl oder Strahl des kosmischen Feuers. Seine Themen sind kosmisches Feuer, Mut, Fortschritt, Energie, Wut und Aggression zulassen, transformieren, damit innerer Frieden einkehrt. Transformation niederer Triebe, entschlossenes Handeln, sich in der Welt beweisen, Feuertaufe, Erlösung von kollektiven Traumen, Sexualität, Herrschaft, göttliche Gerechtigkeit, Zerstörung für einen Neuanfang. Die Energie von Anael. Erzengel Anael hat einen starken Bezug zum Element Feuer. Irdisches und kosmisches Feuer untersteht seinem Befehl und seiner Herrschaft. Die Energie von Erzengel Anael vermag es, festgefahrene Strukturen und alte Wertvorstellungen bis in die Grundfesten zu erschüttern und mit einem alles verzehrenden Feuer die Schlacken der Vergangenheit zu verbrennen. Auf der Erde haben sehr viele Kriege stattgefunden, die die zerstörerische Kraft des Menschen und seinen falsch verstandenen Wunsch, Herrschaft zu erlangen, sichtbar machen. Viele Menschen tragen noch die Wut, die Angst, die Aggression und die Verzweiflung aus den Schrecken des Krieges und des auf der Erde gestauten Gewaltpotenzials mit sich herum. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die einen Krieg wirklich miterlebt haben. Ströme von potenzieller Angst und Aggression ziehen sich von Generation zu Generation durch die Familien, weil wir alle an das kollektive Bewusstsein der Erde angeschlossen sind. Jeder von uns trägt noch das Erbe irgendeines Vorfahrens in seinem Bewusstseinsspeicher mit sich, wodurch sich teilweise auch Phobien und Ängste erklären. Erzengel Anael möchte kollektive Schocks und Traumen, die sich in unserem Bewusstsein angesammelt haben, auflösen, um uns aus dem Kreislauf von Aggression, Angst und Gewalt herauszulassen. Er erlöst das Karma im Wurzelchakra und im 2. Chakra und auch im Sonnengeflecht. Angst wird verwandelt in die grundlegende Energie zu handeln und das Leben in eine neue Richtung zu lenken. Das, was geschehen musste, ist geschehen. Im neuen Zeitalter wird es nicht mehr nötig sein, Kriege zu führen, weil geistige Wege der Reinigung das Kriegsgeschehen überflüssig machen. Die Lebensenergie kann dann in konstruktiverer Richtung gelenkt werden und wird in Verbindung mit Weisheit lebensverbessernde Formen erschaffen. Erzengel Anael lenkt das menschliche Bewusstsein auf Triebe und Leidenschaften und macht deutlich, was die Energie, die uns überhaupt befähigt zu leben, mit uns macht, wenn es uns nicht gelingt, sie in eine konstruktive Richtung zu lenken. Sobald wir unter Beweis gestellt haben, dass wir gewillt sind, unsere niedere Natur zu überwinden, alte Glaubensmuster zu transformieren und unser Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu lenken,
begegnen wir auf diesem Weg Erzengel Anael als Initiator, der die große Feuertaufe vornimmt. Dann tobt in unserer Seele eine Schlacht, in der unsere eigenen Feindseligkeiten, Blockaden, Intoleranzen und widerstrebenden Persönlichkeitsaspekte einen unnachgiebigen Gegner darstellen. Durch das kosmische Feuer Erzengel Anaels wandelt sich diese niedere menschliche Natur. Wo vorher Zorn und Ungehaltensein waren, treten Gleichmut, Wahrhaftigkeit und Akzeptanz an die Stelle der gefesselten Persönlichkeit. Ein anderer Ausdruck für das kosmische Feuer Anaels ist die Kundalini-Energie, die durch seinen Einfluss erwacht und in die Wirbelsäule entlang nach oben steigt. Anael spricht: Höre, ich bin Anael, ich bin Gottes Lanze und Schild. Ich ziehe die niederen menschlichen Triebe in eine lichtvolle Ebene des Seins. Aggression weicht Sanftmut und Hochmut weicht der Demut. Mut und entschlossenes Handeln fließen zu dir, wenn die Sonne deines Herzens steigt. Dein Bewusstsein ist ein Barometer für das Licht. Meine Energie trifft dich so, wie die Skala deines Entwicklungsgrades es für notwendig anzeigt. Ich bringe demjenigen Frieden, der meiner Energie nichts entgegenzusetzen hat. Es erfordert den Mut eines geläuterten Bewusstseins, meine Feuertaufe zu empfangen. Die Natur deines Egos ist mir nicht fremd. Sie ist nur der Sturm auf der Oberfläche einer sich ausdehnenden Sonne. Ich bringe Ausgleich und Gerechtigkeit. Es ist nicht möglich, über die himmlische Schwelle zu treten, wenn ich den Zugang verwehre. Der Lichtstrahl, der durch mich gelenkt wird, erschafft neue Planeten und ermöglicht die Geburt von Sternen. So sei es. Anael. Was Anael für dich tun kann. Du durchlebst gerade eine Zeit, in der alte Verhärtungen und Verkrustungen, die in dein Selbst einschließen, aufgebrochen werden. Bestimmte Ereignisse in deinem Leben sind jetzt wie gewaltige Erschütterungen, die dich wach machen sollen, deinen bisherigen Kurs zu überdenken. Hinsichtlich deiner vorgesehenen Seelenentwicklung scheinst du nicht auf dem richtigen Weg zu sein, weil du deinem Ego folgst und nicht deinem Herzen. Der Zugang zu anderen Ebenen des Seins wird dir so verschlossen bleiben. Aber vielleicht führt dich gerade dieser Weg zu einem anderen Weg, der deiner Bestimmung entspricht. Frage dich, woran du in Wahrheit glaubst und ob du wirklich entschlossen bist, einen spirituellen Weg zu gehen und die göttlichen Gesetze mit allen Konsequenzen zu achten. Es erfordert viel Mut, sich mit Feuer taufen zu lassen, so wie Erzengel Anael seine spirituelle Weihe vollzieht. Du wirst erst einmal das erfahren, was du dir selbst zum Gesetz gemacht hast. Deine eigenen Gesetze werden zu deiner Wahrheit. Entspricht es noch deiner Vorstellung
dass das Andersartige eine Bedrohung für dich darstellt, so folgst du dem Grundgedanken, der Kriege verursacht. Machst du dir ständig Sorgen um dein Überleben, folgst du dem Gesetz des Mangels. Obwohl das Universum dem Gesetz des Überflusses folgt, wirst du das erhalten, woran du glaubst. Getrennt von der göttlichen Quelle erschaffst du dir dein eigenes Universum, und das besteht in unserem Beispiel aus Furcht, Sorgen und Not. Der Kontakt mit Erzengel Anael wird deine Aufmerksamkeit auf die göttliche Ebene lenken, und du wirst erkennen, welche kollektiven und persönlichen Gedankenmuster dein Leben bestimmen. Die wirkliche Taufe wird dann vollzogen, wenn du gelernt hast, der göttlichen Vision zu folgen und im Vertrauen darauf zu handeln. Affirmation: Ich eröffne mich für den geistigen Weg der Reinigung. Ich erhalte die Feuertaufe und werde zu meinem hohen Meister selbst. Die Wahrheit ist mein Schutz. Das Universum hält alles für mich bereit, was ich zum Leben brauche.